Ich bin Jonas Wolter von Teleskop aus Leipzig. Ich bin Sebastian Bode, auch von Teleskop aus Leipzig. Wir sind hier in Knappenrode in der alten Energiefabrik und haben Musik gemacht. 2019 haben wir angefangen, dieses Gelände, das wirklich riesig ist, klangarchäologisch zu erschließen. Wir haben Klangproben an den verschiedenen Orten genommen, sei es die Stille oder auch Quellen für Rhythmen, und haben dieses Material mit ins Tonstudio genommen, um auf Grundlage dieser Klänge eine Komposition zu erstellen, die wir gleich vorstellen werden in einer Konzertwerkshow. Wir haben also 4 Orte ausgewählt, die in der Zukunft mit einigen Klanginstallationen bespielt werden sollen. Und diese Orte stellen wir heute in einer Konzertwerkschau vor. Von jedem einzelnen der Orte haben wir also Klänge mit einweben lassen in das Konzert, was wir gleich spielen, und haben die Musik arrangiert für ein Ensemble mit unseren Lieblingsmusikern. Die Reise durch die Energiefabrik beginnt in der Waschkaue. Die Waschkaue ist das Symbol für den Menschen. Und dort beginnt auch das Konzert. Hier haben wir Klänge aus Archivmaterial von alten Filmen über die Energiefabrik oder über die damalige Brikettfabrik Werminghoff gesammelt und kollagiert und werden darauf improvisieren. Dann geht es weiter in die Turbinenhalle, in der wir uns jetzt befinden. Das Herzstück der Energiefabrik und das Symbol für die Maschine. Hier werden wir die Knappenrode-Hymne spielen, die auf Klängen aus dieser Halle basiert. Und am Ende landen wir in der Natur, nämlich in 2 Stücken, die am Graureiher See entstanden sind. Das ist einmal ein Stück für klassische Gitarre, verwoben mit Field Recordings, mit Tonaufnahmen der Naturgeräusche vom Graureiher See. Und ganz am Ende kommt die Band wieder dazu und spielt die kleine Graureiher See-Hymne. Die Rubrik Mensch steht für den alles auslösenden Menschen, der auch für den Bau dieses Kolosses verantwortlich ist. Die Maschinen sind gelaufen für einige Zeit, bis in die frühen 90er, und machen den Ort natürlich auch aus. Und jetzt ganz langsam holt sich die Natur diesen Ort zurück. Und deswegen ist das der 3. Faktor, den wir gerne bespielen wollen in der Komposition. Grundsätzlich ist es so, dass, oder für mich oder für uns ja auch im Gespräch, dass wir immer darauf gekommen sind, dass das einfach eine Riesenveränderung war damals, ne? Und dass ja über wirklich Jahrzehnte hier Betrieb war und dass die Landschaft oder die Umgebung komplett sich verändert hatte. Und dieses Zurückgeben oder dieses Umnutzen ist natürlich auch wieder eine Veränderung, die jetzt wieder schleichend den Weg zurück einschlägt, aber es wird sich ja eigentlich nicht wirklich was verändern. Es wird einfach dieses Riesengebäude hier stehen bleiben. Und die Räume sind leer, die Räume sind still. Und genau das festzuhalten, dass hier irgendwie jahrzehntelang Bewegung war, das ist eigentlich so gerade so diese Besonderheit, ne? Das eine war irgendwie die Notwendigkeit, die so stattgefunden hat, und jetzt ist es einfach wieder so ein Punkt, dass dass dieser Cut halt stattgefunden hat und dass jetzt neue Wege gegangen werden. Das ist wieder so ein Punkt wird, wo man sich trifft, also wo sich Menschen wieder treffen, ne? Vorher waren es tausende Menschen, die hier gearbeitet haben. Hoffentlich werden es sehr viele Menschen wieder, die sich hier wieder zusammenfinden und was anderes machen. Die Musik, die wir heute spielen, soll in der Zukunft eigentlich begehbar werden. Also diese einzelnen Stationen, die wir beschrieben haben, die Waschkaue und die Turbinenhalle, das Schachgerüst und der Graureiher See, werden begehbare Klanginstallationen sein im Innen- und Außenbereich. Das wird ein bisschen anders klingen, und wir freuen uns sehr darauf, das Projekt dann auch in echt umsetzen zu können. Aber heute folgt erstmal eine Konzertwerkschau, und wir wünschen viel Spaß.